Herzlich willkommen zu Portal 2 bei der Universität Mannheim und bei Cloud Saving, dem Managementsystem der Universität Mannheim. Herzlich willkommen. Jetzt wechseln wir von der Universität Mannheim zu Valve. Skandalös. Wir haben ja wirklich Portal. Nach dem Experiment letztes Jahr probieren wir es jetzt mal mit dem echten Portal 2. Bist du echt aufgeregt? Bist du echt voller Spannung und Vorfreude auf jede Menge Rätsel, Abenteuer und Story und Witz und... Ich kenne Gameplay-Videos, also ich kenne nicht zusammenhängende Abschnitte von der Story und von den Möglichkeiten, die uns das Spiel bietet. Und wenn ich nicht weiterkomme, wird Nazgul wieder übernehmen. Ja. Spiel von 2011 von Valve, auch dem Entwickler von Steam. Diesmal eigenständig, kein Add-on zu Half-Life. Genau. Wenn alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, spielen wir die Story durch, danach spielen wir zu zweit die Koop-Karten und danach, wenn du immer noch Bock hast, vielleicht meine selbstgebauten Karten von vor ein paar Jahren. Genau, jetzt zeige ich die Extras auch irgendwann. Fangen wir einfach mal an, nicht wahr? Genau. Ich habe das Spiel auf Englisch für dich gestellt, weil ich finde, die englische Sprache ist super im Vergleich zu der deutschen. Okay. Die ist nicht schlecht, aber die englische ist besser. Gut. Schauen wir es uns an. Yay. Keine Rückmeldung vom Spiel. Das ist immer gut. Das Spiel gibt uns heute kein Feedback. Er lädt ja nur. Ich find's geil, dass... Wir spielen übrigens Maus und Tastatur, kein Controller. Also ja, na klar. Also bevorzuge ich persönlich. Good morning. You have been in suspension for 50 days. In compliance with state and federal regulations, all testing candidates in the Aperture Science Extended Relaxation Center must be revived periodically for a mandatory physical and mental wellness exercise. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, look up at the ceiling. Look up. Ich find's interessant, dass die Untertitel auf Deutsch sind und alles andere im Spiel auf Englisch. Gut. Was war die Interaktionstaste? E, aber es wird ja auch gleich noch beigebracht. Keine Angst. Good. This completes the gymnastic portion of your mandatory physical and mental wellness exercise. There is a framed painting on the wall. Please go stand in front of it. This is art. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, stare at the art. Stare at the art. You should now feel mentally reinvigorated. If you suspect staring at art has not provided the required intellectual sustenance, reflect briefly on this classical music. Good. Now please return to your bed. Bevor du das machst allerdings, guck dir nochmal bitte die andere Wand an. Da siehst du einen Palmenstrand mit Sonnenuntergang und der Menschen, der da sitzt, dran gemalt. Okay, das was bedeuten, oder? Das wirst du gleich sehen, dass es gleich anders aussehen wird. Einfach nur, damit es dir auffällt. Nicht, dass du das nicht mitbekommst. Good morning. You have been in suspension for 9999999. This courtesy call. Hello? Anyone in there? Subject should vacate the enrichment Hello? center immediately. Any test subject Are you not emerging gonna open from the door suspension at this time at any will be time? assumed to have exercised his or her Hello? right to remain in extended relaxation. For the Are you gonna open this door? Because Because it's fairly urgent. Technical difficulties. Well, just open the door. Hello, friend. Why not open the door? Sagen, jetzt siehst du, bei dem Gemälde ist jetzt ein Vollmond hochgegangen. Spanish. Und was an der Wand war, ist jetzt Hola, auch kein amigo. Sonnenaufgang mehr, sondern das ist auch Nacht mit dem Mond. da Donde oben. está? Angemalt, ja, nee. Nö, das sind richtige Lampen. Der Tiergestalt sah ein bisschen Fine. angemalt No, aus. absolutely fine. It's not like I don't have, 10,000 other test subjects Weißt du noch was begging me aus to help them Portal 1? escape. Ah! Ja, aber Oh, wir gegen God. Gladys You gekämpft. look Wir mussten entkommen aus den Testkammern. good. Dann Looking good, actually. Are you wollte uns okay? töten. Are you? Don't Wir haben sie dann answer that. I'm absolutely Genau. sure you're fine. There's plenty of time for you to recover. Just take it slow. Please prepare for emergency evacuation. Stay calm. Stay calm. Prepare. That's all I'm saying. Prepare. It's all fine. All right. Don't move. Zu der I'm gonna Live-Grid, get ich weiß, us hier out. werden wir am Ende Oh, One-Shot anschauen. you might want to hang on to something. Word of advice. Up to you. Das hier ist das endlich One-Shot. Ja. Was ich persönlich besser finde als Sim Live. You all right down there? Can you hear me? Hello? Ich finde, dass man mit einem Stück Weh ganz schön weit kommt. Das ist mir schon fast zu unsensibel, aber mal gucken. Most test subjects do experience Guck mal some zum cognitive deterioration after a few months in suspension. Now, you've been under for quite a lot longer, and it's not out of the question that you might have a very minor case of serious brain damage.
but don't be alarmed, all right? Although if you do feel alarm, try to hold on to that feeling, because that is the proper reaction to being told that you've got brain damage. Do you understand what I'm saying at all? Does any of this make any sense? Just tell me, just say yes. Okay, what you're doing there is jumping. You just jumped. But never mind, say apple. Apple. Okay, you know what? That's close enough. Just hold tight. All reactor core Oh, safeguards jetzt die are now Untertitel auf einmal Englisch non-functional. sind. Please prepare for reactor core meltdown. Okay, look, I wasn't going to mention this to you, but I'm in pretty hot water here. How you doing down there? You still holding on? The reserve power ran out, so of course the whole relaxation centre stops waking up the bloody test subjects. Hold on, this is a bit tricky. Jetzt siehst And du of course, nobody quasi tells mal me ein bisschen anything. was, Oh, why wie did you tell me das anything? ganze Aperture-Gebäude Why should I be kept informed? You know, about the life Ja. functions of the 10,000 bloody Du bist test immer noch subjects I'm Shell, supposed to be in charge derselbe of. Charakter wie in Teil 1. Why? It's close. Can you see? Abgehauen am Ende nach Am I gonna hinten. make Nö, it es gab, through? es gab But eine out of große space. Explosion und danach lagst du doch am Boden in derselben Position, wie man liegt, wenn man gestorben ist. Da gab's gut. Okay, I just Ja, can't ne, dann wurde direkt concentrate. gezeigt, aber an sich And du whose bist quasi fault bei do you dieser think it's gonna Explosion be von when the Gladys ohnmächtig management comes geworden down und here bist and jetzt finds im Überschlaf 10,000 ausgewacht flipping und dann vegetables? Alright, so now I hear that one. I hear that one. und Relay befreit dich gerade. Okay, listen, we should get our stories straight, alright? If anyone asks, and no one's gonna ask, don't worry, but if anyone asks, tell them as far as you know, the last time you checked, everyone looked pretty much alive. Alright? Not dead. Okay, almost there. On the other side of that wall is one of the old testing tracks. There's a piece of equipment in there that we're gonna need to get out of here. I think this is a docking station. Get ready. Good news, that is not a docking station. So there's one mystery solved. I'm going to attempt a manual override on this wall. Could get a bit technical. Hold on. Almost there. Remember, you're looking for a gun that makes holes. Not bullet holes, but don't worry, you'll figure it out. Seriously, do hold on this time. Wollen die das nun vorkennen, was das im ersten Teil hat? Es sind Anspielungen natürlich wieder da, aber wenn There du we keine go. hast, ist es nicht schlimm. Now, I'll be Jetzt ist honest, es wieder auf Deutsch. you are probably in no fit state to run this particular type of cognitive gauntlet, but at least you're a good jumper. So you got that, you got the jumping on your side. Just do your best, and I'll meet you up ahead. Raumschiff freigeschaltet. That's the spirit. Ja, weil ich sozusagen Weekly aufgeweckt hat. Also es gibt ein paar Achievements einfach immer nur für, du hast jedes Kapitel begonnen oder beendet. Und dann noch so 2, 3 versteckte Sachen immer Hello, wieder. and again, welcome to the Aperture Science Enrichment Center. We are currently experiencing technical difficulties due to circumstances of potentially apocalyptic significance beyond our control. However, thanks to emergency testing protocols, testing can continue. These pre-recorded messages will provide instructional and motivational support so that science can still be done, even in the event of environmental, social, economic, or structural collapse. The portal will open and emergency testing will begin in 3, 2, Wollen wir mal den Rechner ein bisschen dir näher ranschieben? Nach der Folge. Die Folge kriegen wir, denke ich, noch so hin. Also du erinnerst dich vielleicht, wie die Kammer noch in Teil 1 aussah, in der du aufgewacht bist. Das war im Prinzip dasselbe Layout, nur dass da noch die eine Schlafröhre drin lag. Nehmen wir jetzt mal mit. Und sozusagen Sehen hier, wir das wieder, und jetzt, genau. genau, wenn du rückwärts siehst, würdest du wieder sehen, dass du ähnlich aussiehst wie in Teil 1, nur grafisch besser. Und du hast diesmal deine orange Jacke ausgezogen und hast bloß dein weißes. Scheinbar 0. Blöcke kommen von oben. Und wie du sehen kannst, du warst seit ewig langem Überschlaf, darum diese ganze Testkammer, die sonst immer so steril war, ist halt voll gewuchert mit Pflanzen. Alles zerfällt irgendwie, verrostet. Cube and button-based testing remains an important tool for science, even in a dire emergency. Cube and button-based testing caused this emergency. Don't worry, the odds of this happening twice are very slim. Ist halt alles nicht mehr im Bereich der Garantiezeit. Please note the incandescent particle field across the exit. This Aperture Science Material Emancipation Grill will vaporize any unauthorized equipment that passes through it. Also
quasi, falls du Teil 1 nicht gespielt hast, kommen jetzt hier die ganzen Tutorial-Sachen immer nochmal. Ist ganz gut. Kann nie schaden, mir das zu erklären. Und wir sehen wieder Aufzüge zwischen den Kammern und wir fahren nach unten. Was wir bei Teil 1 nicht immer gesehen hatten, ob es jetzt runter oder hoch geht. Da ging es auch immer runter? Ich möchte sogar meinen, dass wir da hochgefahren sind, aber ich bin mir nicht sicher. If you feel liquid running down your neck, relax, lie on your back, and apply immediate pressure to your temples. You are simply experiencing a rare reaction in which the material emancipation grill may have emancipated the ear tubes inside your head. Nein! Nicht die Gehörgangsröhren. Können wir wieder zurückfahren? Ja. Nee. Also eine Kiste ungeöffnet lassen, dann haben wir ein Problem. Keine Angst, keine Hissen. Kammer 1. Ist das auch dieselbe Kammer 1 wie damals, die Kammer? Sieht sehr gleich aus zumindest. Mit einem kleinen Unterschied, nämlich diesmal hast du Knöpfe. Und durch Knopfdruck öffnest du ein Portal. Und wenn du dich erinnern kannst, in Teil 1 sah dieses Rätsel so aus, dass das Portal von alleine sich immer durchgewechselt hat. Das weiß ich nicht mehr, aber das kann schon sein. Okay, jedenfalls in Teil 1 war das gleiche Rätsel nochmal, nur dass da in der Mitte das Portal immer hin und her geswitcht ist zwischen den 3 Räumen. Du hast quasi den einen Raum mit dem Würfel, den zweiten Raum mit dem Knopf und den dritten Raum mit der Tür, wo du raus willst. Geht nicht? Na, der ist ja schon gedrückt. Den hatte ich eigentlich auch schon gedrückt, aber... Drücken wir ihn nochmal. Bisher fühle ich mich noch nicht ganz überfordert. Gut so. Irgendwas eine gute Sache. Man möchte meinen, das Ein ist bisschen Wand. für eine Bauernsache. Wann hier das Tor gewesen? Ging es denn hier weiter? Na, da ist der Aufgang. Oder Ausgang, sagen. Mit dem großen weißen Ausgangspfeil. Und Ach, ja. ja. Ah, da war Jetzt hast du einen Weg dahin. Ich habe gar nicht gesehen, dass da auch noch so ein Knopf war. Oder ist der gerade erst... Nee, der war schon da. Because of the technical difficulties we are currently experiencing, your test environment is unsupervised. Before re-entering the relaxation vault at the conclusion of testing, please take a moment to write down the results of your test. An Aperture Science Reintegration Associate will revive you for an interview when society has been rebuilt. Ich finde es schön, wie die ihre Prioritäten gesetzt haben. Die Welt ist zwar untergegangen, scheinbar, aber Testen ist immer noch Priorität 1 vor Versuchen, die Welt wieder aufzubauen. Das Spiel hängt ziemlich häufig auf, wenn irgendwas Neues lädt. Das ist noch nicht so schön. Bei jedem The Ladebildschirm, Earth is aber auch currently nur bei governed uns. by a manner of animal Guck mal king, nebenan sentient bei der cloud, or other Vorschau governing von body dem that either refuses to or is Aufnahmeprogramm, incapable da läuft of das wirklich listening weiter. to reason. Zieh das mal um. Außerdem lustigen Werbefilmchen, was passiert, wenn ein Overlord unsere Regierung übernehmen sollte. Nämlich verneigt euch dem neuen Overlord. Ist hier nicht mehr drin. Immer dasselbe Film? Oder lohnt sich Ja, also das hinzugucken? ist im Prinzip immer noch wie ein GIF, aber das sind so Aperture Science Motivation Filme, nenne ich mal. Mit diesen vielen Strichmännchen, das ist immer von denen, so machen die ihre Filmchen. Gar nichts. Hey, you made it! There should be a portal device on that podium over there. I can't see it though. Maybe it fell off. Do you want to go and have a quick look? Oh! Hello? Can you see the portal gun? Also, Giftiges are you Wasser? alive? That's important. You've asked Der that wäre doof, first. nicht wahr? Do you know what I'm going to do? I'm going to work on the assumption that you're still alive, and I'm just going to wait for you up ahead. I'll wait 1 hour, then I'll come back, and assuming I can locate your dead body, I'll bury you. Alright? Brilliant. Siehst du Go die Gladys team! mit dem Kuchen, wie sie ihn Shell Figure it out, anbietet. hopefully. If you're not dead. Da siehst du Wissenschaftler, wie sie Gladys bauen. Und scheinbar einen Menschen, der irgendwie durchdreht. Sturzschein gab es hier nicht. Nee, Gibt's dafür das hast du deine Schuhe. Gibt es Genau. in diesem Portal auch nicht, ne? Genau. Das sind deine Schuhe, die dich davon abfangen.
Also die einzigen Fälle, wie du durch Hinfallen sterben kannst, ist, wenn du in diesem blöden Wasser landest oder wenn unter dir halt infiniter Abgrund ist. Also ich weiß es noch, für die, die es nicht mehr wissen, also im blauen Portal, das Orange ist der Ausgang vom Portal. Also wenn ich ein blaues unten schieße und hier durchstelle, dann komme ich hier oben auf der anderen Seite raus mit der anderen Farbe. Und andersrum. Für die es nicht mehr wissen. Weil falls ein neuer Portal-Zuschauer zuschaut, sollten wir das auch kurz erklären. Ja. Dafür bist du da. Ich muss mich konzentrieren, die schweren Rätsel zu lösen. Jetzt mal. Also wenn ich will, kann ich jetzt zum Beispiel hier nochmal laufen den Weg. Man sieht, da oben ist der andere Ausgang, hier ist orange. Also das haben sie jetzt auch als neues Feature, wenn du quasi nochmal durch das Blaue jetzt durchschreitest zurück. Beziehungsweise jetzt hast du auch das Orange gesehen. Du siehst quasi jetzt auch nochmal durch Wände hindurch, wo dein anderes Portal war. Das gab es in Teil 1 nicht. Sozusagen dieser orangene Kreis Also da. damals war es ja auch nur Add-on, das hier ist ja ein genau, vollständiges Spiel. Darum sage ich, das ist jetzt quasi für dich zur Orientierung auch nochmal neu. Portal kann man eigentlich in alle möglichen Wände schießen, dann nicht An alle möglichen Weißen. Weißen. Genau. Später gibt es irgendwie noch Kleber, soll es hier geben, habe ich noch gelesen. Was es dann auch noch verschiedene Portalen helfen soll. Ich glaube, wir laufen gerade im Kreis. Du läufst gerade schon wieder im Kreis, denn von da kommst du. Das heißt, wir müssen zurück. Wieso willst du zurück? Geht's hier weiter? Ja. Gab es ja noch einen anderen Weg? Ja. Du hast ja einfach nur das Portal dort an die Wand gesetzt, ohne den Gang weiter zu laufen. Du kannst ja zum Beispiel noch rechts von dir den Gang weiterlaufen. So, ja. Das ist eine Idee. Das bist du vielleicht auch noch gar nicht lang gegangen. 10 vor 12, 10 vor 2. Skandalös. War ich doch schön. Nö. Stimmt für euch noch nicht. Some emergency testing may require prolonged interaction with lethal military androids. Rest assured that all lethal military androids have been taught to read and provided with one copy of the laws of robotics to share. Mit anderen Worten, die wissen, dass sie nicht auf Menschen schießen sollen, weil sie dieses Gesetzbuch da liegen haben. Habe ich aber bei Portal 1 anderes erlebt. Ja, das haben sie jetzt erst in Portal 2 eingeführt, dass sie dieses Gesetzbuch haben. Nochmal, wie es hier weitergehen könnte. Na, von da bist du gerade runtergekommen. Oder von da besagt. Bestimmt hier lang weiter. Warum denkst du das? Bestimmt irgendwo ein Portal hochschießen kann, die kann man nicht. Ja, aktuell kannst du ja erstmal nur ein Portal schießen. Das andere ist ja wieder mal fix. Und das war aber vorhin noch nicht hier, oder? An der Doch. Stelle? Das ist auch eine Testkammer, die es auch im ersten Teil schon gab. Und das ist sogar dieselbe Testkammer, bei der du ein Problem hattest, was du scheinbar gerade schon wieder hast. Das möchte ich mal gucken, ob du dich da nochmal dran erinnerst oder nicht. Das Problem war bestimmt, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe. Genau, also mein Hinweis zu dir damals bei Teil 1 war gewesen, Portale sind wie Türen und was kannst du mit Türen machen? Beidseitig durchgehen. Genau. Das hast du sehr gut gemerkt, das ist faszinierend. Ah, ja. Genau, War das der Eingang oder der Ausgang? da ist der Ausgang. Das soll dieser weiße Pfeil sein, als Ausgang If you sein. feel that a lethal military android has not respected your rights as detailed in the laws of robotics, please note it on your self-reporting form. A future Aperture Science Entitlement Associate will initiate the appropriate grievance filing paperwork. Fühlst du dich sicherer? Aber das ist ja dann Spiel alleine, kann ich das gar nicht spielen, weil ich viel zu schlecht dafür bin. Ach Quatsch. Das fühlt sich alles. Schon wieder Overlord-Übernahme. Genau, also nach und nach kommen dann ein paar mehr Filmchen dazu. Ist halt alles ziemlich kaputt. Wenn man nicht schießen wird. Also hier wird jetzt in dem Spiel wird auch mal wirklich erklärt, warum es denn immer nur die weißen Wände sind und nicht eine beliebige Fläche. Okay, aus physikalischen Gründen? Na, also quasi der Grund wird in dem Spiel erörtert unter anderem. Ah, okay. Stimmt in irgendeinem Text, den ich mir nie durchlese, weil ich gucke, wie es weitergeht, wäre das sicher voll falsch. Liest This du die next nicht durch? test is very dangerous. Ja, jetzt You kann have ich to Zeit remain abschauen, wenn ich tranquil in später the keine face Zeit of habe, dann almost certain death. Smooth jazz will be deployed. Yeah, in smooth 3, jazz. 2, 1. Jazz mag ich überhaupt nicht. Jetzt hat er die andere Knarre gekriegt, damit ich mal 2 Sorten von Portale schießen kann. Ich glaube, der Jazz ist kaputt. Die Kammer gab es auch schon direkt so in Teil 1. Aber ich glaube, da war die Kammer vorher gewesen. Vor der anderen.
Damals bin ich aber runtergesprungen, Genau. statt einfach den einfachen Weg zu gehen. Das ist ein einfacher Weg. Das ist ja im Prinzip der einfache Weg. Für die ganz Faulen, die hätten auch das Portal unter den Würfel gesetzt, damit der Würfel von alleine schon durch wäre. Da hätten sie gar nicht runtergehen müssen, aber ansonsten war das ja alles Rätselslösung. Genau, die Kamera ist auch identisch. Die Kameras beim Abschießen. Genau, das kann man auch immer noch machen, aber du siehst, die Kameras sehen schon anders aus, als die in Teil 1 waren. Wo war das Orange? Da oben. Infiniter Spiegel, wo wir uns selber sehen können. Ja, das kann man auch sehr schön basteln immer damit. Das ist ja auch das, wenn du auf dem Great work. Fußboden Because auf die this Decke message is genau darüber pre-recorded, any stellst du ja observations auch related to your in die performance are speculation on our part. Please disregard any Genau. undeserved compliments. Genau. So, da ist eine Glasscheibe über dir. Aber das stört dich ja nicht. Naja. Oder das passiert. Hier lang? Ist halt alles ein bisschen baufällig geworden über tausende von Jahren und wie viel auch immer Zeit hier vergangen ist. Wird das irgendwann erzählt, wie lange hier vorbei ist? Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Jetzt hier links an der Wand siehst du, sind wieder solche Kritzeleien, wie auch im ersten Teil schon waren. Von vorherigen Testobjekten, oder? Man vermutet auch wieder von diesem Redman. Von diesem einen Wissenschaftler, der als Testsubjekt missbraucht wurde, als Gladys das Gift in der ganzen Anlage versprüht hat. War er ja auch mal Testsubjekt, weil er überlebt hat. Weiter. Da ist eine schöne Tanzroutine. Da schon in der Ecke. Remember your evacuation training. Genau. Also evakuieren nicht in Zweierreihen, sondern in Pyramidenformationen. Das Spiel ist auch übelst krank, muss man sagen, an manchen Stellen. Die Firma ist krank, aber Ja, das ist sie in der Tat. das Spiel nimmt sich ja auch nicht immer ernst. Klar, das ist eigentlich übel, aber, Genau, aber das- relativ lustig. Aber das ist sozusagen schon aus Half-Life bekannt, weil es gibt ja zwei Firmen. Es gibt ja Black Mesa und Aperture Laboratories. Und in Half-Life bist du, glaube ich, Mitarbeiter von Black Mesa oder jedenfalls irgendwie hast du mit denen zu tun und du hörst von Aperture nur am Rand. If the Enrichment Center is currently being bombarded with fireballs, meteorites, or other objects from space, please avoid unsheltered testing areas wherever a lack of shelter from space debris does not appear to be a deliberate part of the test. Und es ist quasi gesagt gewesen, dass Aperture so mehr in den Grauzonen ihre Tests durchführt als Black Mesa. Und in Half-Life geht es ja darum, welche Aliens kommen auf die Erde und du musst die Erde retten. Und entweder war es der Grund, dass die Aliens kamen, oder der Versuch, das Problem zu lösen, dass beide Firmen halt an etwas gearbeitet haben. Was Black Mesa gemacht hat, weiß ich gerade nicht mehr. Und die Lösung, an der Aperture gearbeitet hat, war halt die Portal Gun. Die wollten quasi mit Portalen die Aliens beseitigen, oder durch Portale sind die Aliens in unsere Welt gekommen. Eins von beiden. Ich habe ja Half-Life selbst nie gespielt, aber irgendwie so hängt das dann zusammen. Das ist jedenfalls das erste neue Rätsel. Schlecht. Hier ist Säure, da sind wir tot, wenn wir da drauf landen. Genau. Was wir mal machen. Es wird nicht sehr spektakulär aussehen. Festzecken, Geronimo. Wie viel wir da wiederholen müssen? Im besten Fall stehst du direkt in der Kammer, im schlimmsten Fall musst du nochmal durch das Orange noch reinspringen. Da musst du noch mal reinspringen. Also wenn man stirbt, fängt man immer die Kammer von vorne an. Eigentlich nicht, also If manche the Kammern, Enrichment Center is die currently länger being sind, haben bombarded with auch in sich fireballs, drin meteorites, or Checkpoints. other objects from space, please avoid unsheltered testing areas wherever a lack of shelter from space debris does not appear to be a Also deliberate part sagen, of du the brauchst test. erstmal einen Würfel, mit dem du dir diese Treppe nach oben aktivieren kannst, sag's mal so. Das passt nach Fling aus, aber Fling ist noch nicht eingeführt Nee, worden. nee. Du siehst ja wieder an der blauen Linie, es ist verbunden dieser Schacht, wo ein Würfel rausfällt, mit, Ach so, dann lasse ich das Portal einfach da und trete jetzt hier drauf.
Nee. Damit machst du ja die Diagonale hoch. Ja, gut. Hab ich gar nicht gesehen hier. Soll ich dir in Zukunft sagen, wo solche Dinger stehen? Bam! Wenn er mich getroffen hätte, wäre ich tot gewesen. Nö. Der ist nicht so schwer, dass du davon Schaden nimmst. Hiervon konnte ich aber quetscht werden, das weiß ich noch. Im Portal 1 bin ich von sowas mal zerquetscht worden. Genau. So, und jetzt wie du siehst, des Rätsels Lösung ist natürlich, du musst sehr schnell rein. Nein. Das war nicht schnell genug. Und nicht, dass das jetzt die Lösung ist. Nein. Guck links von dir. Das ist andere links. Ja, das weiß ich. Dachte, Ach so. ich dachte, man soll das Nee. Da hast du ja wieder 2 neue Schalter für dich zur Verfügung. Und dann kannst du ja gucken, was du mit denen machen kannst. Wie machen wir das jetzt am besten? Den kannst du da liegen lassen, den brauchst du nicht mehr. Da sind auch noch Schalter. Ja, also die 2 Schalter dort. Wo ist denn dahin? Nein, wieder hochlaufen. Waren die zu Fuß erreichbar? Ja, ich hab dir gesagt, links von dir, das andere links, da sind diese beiden Schalter. Dann kannst du ja gucken, der Schalter lässt wieder Würfel rausfallen. Und zwar von dort auf diese Fläche. Für mich glaube ich Und nicht. jetzt kannst du ja gucken, der andere, was macht der? Der stellt diese Wand dort auf. Weil er sonst zu weit fliegt wahrscheinlich. Kannst du noch probieren. Aber ja, er fliegt zu weit. So, und Achso, der ist schon da. Eine hier drauf. Okay, besser ich wohl zu Fuß. was sie jetzt eingebaut haben, ist, dass sozusagen die Würfel auch Farben haben und nicht mehr komplett grau sind, sondern sie jetzt auch blau heißt wieder unbenutzt und wenn du ihn drauflegst, wird dieser Ring auch gleich für die Augen stehen. Well done. The Enrichment Center reminds you that although circumstances may appear bleak, you are not alone. All Aperture Science personality constructs will remain functional in apocalyptic, low-power environments of as few as 1.1 volts. Es funktioniert diese ganze Anlage bei 1,1 Volt. Ah, hier können wir speichern. Ja, also der speichert bei jedem dieser Bildschirme automatisch und das ist halt manuell, kannst du auch mal speichern noch. In der nächsten Folge machen wir weiter. Jo, Dann gucken wir mal, was uns noch so erwartet. bye bye. Ciao.